Herzlich willkommen beim Entdeckerfuchs. Wir sind heute unterwegs nach Luxemburg in die wunderschöne Stadt Vianden, die sehr viel zu bieten hat. Parken werden wir auf dem Wohnmobilstellplatz Camperpark, der zentral direkt an der Innenstadt gelegen ist. Die Zufahrt zu dem Wohnmobilstellplatz ist relativ einfach, breit und natürlich für alle Fahrzeuge entsprechend geeignet. Der Wohnmobilstellplatz ist gut ausgestattet. Details dazu zeige ich euch in den nachfolgenden Minuten in meinem Video. Also lasst euch überraschen und geht gemeinsam mit mir auf Tour durch Vianden zum zauberhaften Schloss. Der Camperpark Vianden befindet sich direkt an dem Fluss Our. Der Fluss selber fließt durch Vianden durch. Rechts an der Seite seht ihr die Stellplätze für die Wohnmobile und ganz geradeaus durch die Stadt Vianden und das Schloss, welches wir in jedem Fall entdecken werden. Die Versorgungssäulen für Strom sind klassisch mit Münzen zu füttern. Das ist die Hauptsäule für die Steuerung des Stellplatzes. Es gibt natürlich auch Nebensäulen, damit das Kabel für Strom nicht zu lang gelegt werden muss. Das Hauptgebäude des Camperpark Vianden beinhaltet nicht nur die Rezeption, sondern auch Toiletten, Duschen, Entsorgung für die chemische Toilette. Die sanitären Einrichtungen sind sauber, ordentlich, hell und gut belüftet. Und ganz wichtig, alle Zugänge sind barrierefrei. Die Entsorgungsfläche und Säule für Grauwasser befindet sich gegenüber der Rezeption, also auch gegenüber der Einfahrt und ist halt eine ganz normale Standardsäule. Wir lassen nun den Camperpark Vianden hinter uns und bewegen am Fluss Our in Richtung Zentrum. Entlang des Flusses gibt es immer wieder Flächen, wo man sich direkt an das Flussufer setzen kann. Wir machen uns jetzt also auf den Weg entlang des Flusses in Richtung Zentrum bis zur Brücke. Direkt an dem Wohnmobilstellplatz gibt es noch eine weitere Parkfläche und einen großen Kinderspielplatz. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatte die Our relativ viel Wasser. Der Camperpark selber hatte in 2021 auch ein wenig von dem Hochwasser abbekommen. Auf dem Weg in die Innenstadt habt ihr immer einen wundervollen Blick auf das Schloss, aber auf dem Weg dorthin seht ihr auch interessante Häuser und andere architektonische Gebäude. Auf der Brücke angekommen seht ihr, Vianden ist in zwei Hälften geteilt. Die Brücke selber verbindet beide Hälften. Von hier aus hat man natürlich nochmal einen wundervollen Blick auf unser erstes Hauptziel, das Schloss. Wir bewegen uns weiter durch den alten Ortskern von Vianden den Berg hinauf zur Burg. Auch hier sehr anschaulich die Gebäude, aber natürlich auch der Weg rauf mit sehr interessanten Punkten. Die Burg Vianden oder Schloss Vianden ist eine mittelalterliche Befestigungsanlage. Sie ist eine der größten erhaltenen Burgen westlich des Rheins. Eine Besichtigung ist ganzjährig möglich, bitte auf die Öffnungszeiten achten. Hunde sind nur teilweise erlaubt, Hunde sind aber im Hof und in der Cafeteria zugelassen. Aber jetzt schnell rauf, wir wollen doch schließlich sehen, was im Schloss ist. Also hinein.
2019 wurde Schloss Vianden von CNN als eines der 21 schönsten Schlösser der Welt mit aufgeführt. Der große Saal mit Kamin könnte auch in jedem Mittelalterfilm als Schauplatz gut dastehen. Mit viel Liebe zum Detail wurden die Türme restauriert und saniert. Reste der alten Burgmauern wurden freigelegt, sodass Besucher diese separat besichtigen können. Die Gänge zwischen den einzelnen Räumen zeigen auf, wie groß die Burg ist. Vom Außenplateau aus sieht man noch weitere Gebäude, die sich oberhalb der Burg befinden, aber man hat auch einen herrlichen Blick rund um Vianden. Mittlerweile hat sich der Nebel verzogen, sodass wir einen herrlichen Ausblick direkt in die weite Landschaft haben. Und auch die andere Seite von Vianden und den Fluss können wir von der Burg aus sehen. Wir lassen das Schloss hinter uns und bewegen uns durch den Wald bergauf zur Talsperre von Vianden, die man natürlich auch vom Schloss aus oben schon sehen kann. Die Wege durch den Wald sind gut befestigt und man hat jederzeit einen herrlichen Ausblick auf die Landschaft. Die Talsperre von Vianden ist 1964 fertiggestellt worden und ist eine sogenannte Gewichtsstaumauer. Sie besteht hauptsächlich aus Beton und beinhaltete ein Wasserkraftwerk. Auch vor der Talsperre gibt es eine herrliche Aussicht. Unsere kleine Reise geht weiter bis zum Fuß der Talsperre. Dort befindet sich ein Friedhof mit Kirche. Dort findet man viele alte Familiengräber mit großen Steinfiguren, die geschmückt sind. Die zugehörige Kirche ist die Neikirch St. Rochus. Im Sagenschatz des Luxemburger Landes gibt es eine Spukgeschichte und der Kern der Sage geht um einen Geistergottesdienst, der in dieser Kirche stattgefunden haben soll. Unsere Reise führt uns nun zurück am Flussufer der Our entlang durch das Zentrum von Vianden zurück zu dem Camperpark. Und auch auf dem Weg zurück findet ihr immer einen tollen Blick auf das Schloss, aber auch auf die Stadt Vianden selbst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Stadt Vianden und dem dazugehörigen Schloss gegeben habe. Solltet ihr also mal in der Nähe sein oder aber ihr ein Ziel sucht, wo ihr einen schönen Tagesausflug macht, kann ich euch in jedem Fall die Stadt empfehlen.
Hat es euch gefallen, dann lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal, denn auch in Zukunft werde ich euch von dem einen oder anderen Ausflug eine kleine Zusammenfassung präsentieren.